Herzlich willkommen bei uns im Berghaus. Wir wohnen hier gemeinsam. Ich bin Roland. Und ich bin Anja. Kommt herein. Jetzt sind wir hier im Hausflur. Ich wohne seit einem Jahr mit meiner Tochter Amelie hier und der Roland hat hier alles saniert und renoviert. Viele Leute sehen einfach nur ein altes Stück Holz und dann gibt es wieder Leute, die sehen da drin halt mehr. Das liebt man oder man hasst es. Wenn man was so in Eigenleistung macht, dann ist man nie fertig. 2018 war ich zum ersten Mal hier. Da der Weg ja nicht ganz so einfach ist hier hoch, hat mich der Roland unten am Parkplatz abgeholt. Das Haus steht in einer kleinen Lichtung, also man hat natürliche Idylle. Dann gehen wir mal rüber in unser Leseraum. Der Leseraum war früher der ehemalige Hauseingang. Hier ist jetzt ein bisschen niedriger. Hier sehen wir jetzt schon, so war es früher von der Stockhöhe. Die Treppe von früher, die lief hier unten an und lief hier hoch. Das ist praktisch das ehemalige Treppenloch. Da ging es ins OG. Witzig ist immer irgendwie, finde ich, dieses Element hier oben an der Tür. Da hat man die Leute dazu genötigt, damit sie sich so leicht bücken und dass sie so praktisch eine demütige Haltung einnehmen, wenn sie diesen Raum betreten. Hier sehen wir der sogenannte Herrgottswinkel. Es ist einfach der Platz, wo gebetet wurde. Wenn Donnerwetter kam, standen alle auf nachts, haben sich hier an dem Tisch getroffen. Sieht man hier noch eine klassische Dunderwetterkerze, sagt man bei uns. Die ist schwarz, die hat man dann auf den Tisch gestellt, die hat man angezündet, in der Hoffnung, dass kein Blitz einschlägt. Und hier haben wir dann das Herzstück der guten Stube, das ist der Kachelofen. Man musste erst mal nummerieren, dass man das wieder so zusammenkriegt, wie es vorher war. Und dann haben wir alles schön säuberlich langsam mit dem Hammer zerlegt. Dann haben wir hier alles ausgelegt und haben praktisch das Ganze von außen nach innen rückgebaut. Ja, war so, sage ich mal, so circa 2 Wochen Arbeit. Hat sich gelohnt. Ist ein ganz toller Ofen geworden. Ja, die Wärme ist toll und er braucht viel weniger Holz wie vorher, was auch ganz gut ist. So, dann kommt mal mit. Dann gehen wir jetzt hier in unser Wohnzimmer. Das Wohnzimmer bestand früher aus 2 Räumen. Hier war der Raum sehr niedrig. Man sieht hier noch das Auflager vom alten Gebälk. Hier war auch die Fassade komplett morsch, also das war komplett kaputt. Aber alles, was irgendwie erhaltenswert war, haben wir erhalten. Dann haben wir uns für dieses große Fenster entschieden, aber dann kann ich keine Putzfassade dran machen an so ein Haus. Was macht man, dass man wieder den Bogen schlägt zum ursprünglichen, zum traditionellen? Im Schwarzwald ist einfach die Schindel allseits bekannt und dann war eigentlich klar, okay, wir machen hier eine Schindelfassade dran. Ja, die habe ich komplett auch selbst dran geschindelt. Das sind 7.600 Schindeln, ca. 15.000 Nägel. Am Anfang sieht man keinen Fortschritt. Schindeln heißt einfach mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dann kommen wir mal hier als nächstes in unsere Küche. Achtung, Türsturz niedrig.
Die Küche ist von der Konstruktion oder von der Gegebenheit auch ein etwas nicht ganz alltäglicher Raum. Der Raum ist praktisch wie ein großes Gewölbe ausgeführt. Hier drin war alles schwarz und dunkel, der Boden war ein alter Ziegelboden. Also die Küche ist die Küche, die Stube ist die Stube, das Schlafzimmer war ein Schlafzimmer. Also man hat die Nutzung so weit wie möglich im Endeffekt wieder übernommen. Die Wand haben wir auch bewusst mit dem schwarzen Lehmoberputz dann verputzt, um einfach diesen Charakter von früher praktisch wieder aufzunehmen. Ja, das war die Küche. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Flur. Es gibt verschiedene Hausvarianten im Schwarzwald. Das hier ist jetzt ein Berghaus. Die haben immer zum großen Eindachhof gehört, waren praktisch so eine Art Unterkunft für den Hauptknecht des Hofs, wo er sich mit der Familie versorgt hat. Wie alt ist dieses Gebäude überhaupt? Da war schon die Rede von 1755. Das hat dann natürlich die Neugier geweckt. 2015 habe ich dann zugeschlagen und habe es gekauft. Allgemein am ganzen Haus wurde von Anfang bis Ende darauf geachtet, dass man das so nachhaltig wie möglich macht. Das heißt, alle zu erhaltenden Holzbauteile, die noch gut waren und die noch zu gebrauchen waren, wurden wieder verwendet. Gehen wir nach oben über unsere Treppe, über unsere Rohstahltreppe. Dann war einfach die Idee vom Schlosser, wo uns diese Treppe geschweißt hat, dass man hier was reinlasern kann. Ja, und dann haben wir das verewigt, erbaut 1755, restauriert 2015, 2016. Dann kommen wir mal hier rein ins Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist mitunter der niedrigste Raum im ganzen Haus, was auch damit zu tun hat, dass die Wärme gut drin bleibt. Oder im Schlafzimmer stört die Höhe uns nicht wirklich, da liegen wir meistens. Am Anfang war es schon mal ein bisschen schwierig, da hat man schon mal der einzelne Balken am Morgen früh persönlich begrüßt. Da brauchen wir ein bisschen Panoramafenster. Wenn man so eine Aussicht hat, dann muss man irgendwie auch was damit machen. So haben wir jetzt, sage ich mal, die maximale Lichtausbeute für den Raum. Dieser Raum hat noch eine Tür. Diese Tür führt jetzt nicht mehr in einen Wohnraum, sondern nur noch in einen Luftraum. Hier war die ehemalige Magdkammer, die zugunsten der Raumhöhe von unserem Wohnzimmer ausgebaut wurde. Hier war auch schon mal die Überlegung, ob man hier so ein Knotenseil hinmachen oder eine Feuerwehrstange zum Runterrutschen. Aber ich wäre der Einzige, der runterrutscht. Und dann haben wir gesagt, machen wir es nicht. Dann gehen wir weiter in unser Badezimmer und auch unser letzter Raum. Hier sind wir im Bad. Das ist die einzigste Fläche, die wir hier im Haus neu geschaffen haben. Der Boden, der war komplett morsch und das Gebälk war komplett kaputt. In der Bauzeit hat man vom Erdgeschoss, Fußboden die Sterne gesehen. Wir haben dann hier das Gebälk ausgetauscht, neue Böden rein, sodass man auch einen offenen Raum kriegen, wo man einfach gut atmen kann, dass man Luft kriegt. Dann Handtuchhalter zum Beispiel, solche kleine Accessoires. Was nimmt man da, was passt? Dann haben wir uns einfach auf dem Flohmarkt so alte Halter geholt. Hier ist er verrostet, der ist abgeschlagen, schon Asbach uralt. Ich habe es wieder verwendet. Jetzt gehen wir in unser richtiges Wohnzimmer, und zwar nach draußen. An der Fassade sieht man am schönsten, was das Grundprinzip eigentlich war bei der Renovierung. Man sieht die neue Holzbauteile, das ist das etwas hellere Holz.
Von dem helleren Holz sieht man auch noch mal Abstufungen, was praktisch nachträglich kam. Und man sieht, dass alles, was grau ist oder fast schwarz, das ist das Altholz, das ist die ursprüngliche Konstruktion. Sie heißen Frieda, Selma, Erna, Brigitte, Ella, Giacomo und Elfi. Wenn die jetzt ein Ei legen würden, könnte man hier das aufmachen und dann kann man hier die Eier rausholen. Auf der linken Seite haben wir einen kleinen Gemüsegarten mit Gurke, Zucchini, Paprika, Salat, Erdbeeren, alles so, was wir gerne essen. Und auf der rechten Seite haben wir 2 Blumenbeete. Und durch den Garten kommt man hoch zu unserer Weinliege. Die hat Roland vor 2 Jahren gebaut. Jetzt sitzen wir hier auf unserem Waldsofa, gebaut aus einem Weinfass. Wenn man hier so auf dem Sofa sitzt und in den Garten blickt und aufs Haus und auch ein bisschen weiter ferner in den Wald, ist einfach ein tolles Gefühl. Wenn man Revue passieren lässt, wie viele Stunden das man schon investiert hat, dann sind wir irgendwo bei 15.000 Arbeitsstunden, die irgendwie so in der Freizeit da reinflossen. Und ja, manchmal ist man vielleicht ein bisschen wehmütig und denkt, in der Zeit hätte man vielleicht auch andere schöne Dinge machen können. Aber wenn man dann hier sitzt und man sieht, was man gemacht hat, muss man dann doch sagen, okay, es hat sich gelohnt und der Preis war nicht zu hoch. Das war's mit der Roomtour hier im Berghaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Roomtouren sehen wollt, dann klickt hier. Abonniert den Kanal. Oder wenn ihr auch noch ein schönes Haus habt, wo wir uns dann auch ansehen könnt, meldet euch bei der Redaktion.